Ja Mensch, das Jahr neigt sich dem Ende zu und da ich die letzten Wochen hauptsächlich damit beschäftigt war, erkältet zu sein, habe ich auch nicht mehr wirklich viel für YouTube geschafft. Ich hoffe, ihr seid ein wenig besser in diese besinnliche Zeit des Jahres gekommen und hattet ein schönes Weihnachtsfest. Einen großen Rückblick auf das Jahr 2019 brauche ich gar nicht wirklich machen, weil ich in meiner Bestandsaufnahme zu einem Jahr Rolf eigentlich schon alles gesagt habe. Es war ein spannendes und schönes Jahr mit euch und ich finde, dass ich sehr coole Videos gemacht habe. Mir fällt es sogar schwer, einen Favoriten rauszupicken, den ich mit dem Titel Mein Video des Jahres versehen könnte. In die nähere Auswahl kommen da nämlich 3 Stück. Da hätten wir das Darum spiele ich Battle Realms, mit dem ich einen recht unbekannten Klassiker huldigen konnte und durch eure Kommentare bestätigt wurde, dass ich nicht alleine bin mit meiner Faszination für die fernöstliche Fantasy-Welt der Heimat der 4 Clans. Ich konnte gut einfangen, was an dem Spiel cool ist und wieso es immer noch Spaß macht. Passend ist auch, dass kurz nach Veröffentlichung des Videos das Spiel bei Steam re-released wurde und somit noch ein paar mehr Leute Wind von dem Spiel und von meinem Video bekamen. Dann habe ich euch von meiner sehr persönlichen Verbindung mit der Sacred-Reihe erzählt. Das fand ich besonders spannend, weil mir während der Produktion so richtig bewusst wurde, wie verwoben mein Leben mit diesen Stücken Software eigentlich ist. Deswegen ist es, glaube ich, auch das Video, das mich selbst am meisten bewegt, weil ich dadurch auf mein bisheriges Leben zurückgeschaut habe und mich freuen konnte, was ich alles so erlebt und geschafft habe. All das mehr oder weniger dank eines Spiels. Wie bei dem Battle Realms Video habe ich viele Kommentare von euch bekommen, in denen ihr eure Erinnerungen an das Spiel mit uns teilt und in Nostalgie schwelgt. Gerade vor kurzem habe ich wieder einen ganz langen Kommentar lesen dürfen. Das freut mich einfach ungemein. Und naja, dann hätten wir da noch ein Video, von dem ich selbst überrascht war, wie gut es mir am Ende gefallen hat. Nachdem ich beim zweiten Teil noch große Sorgen hatte, dass dieser nicht gut ankommen würde, war ich mir bei Rolf 3 absolut sicher, dass ihr damit genauso viel Spaß haben werdet wie ich bei der Produktion. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein 23-Minuten-Monstrum erschaffen würde, das keine wirklichen Längen aufweisen konnte und von vielen kleinen und großen Gags lebt. Es war gut, länger zu warten und das Spiel zu wechseln. Ursprünglich sollte Rolf sich wieder in der Antike abspielen und mehr oder weniger den Untergang von Rolf und Peter zeigen. Ich habe da bereits knapp eine Stunde Videoaufnahmen angesammelt, aber das wollte nicht so richtig fruchten. Deswegen entschied ich mich für Medieval 2 und einen anderen Ansatz und Junge war das gut so. Nicht nur erzählerisch, auch visuell konnte ich mich in diesem Spiel deutlich besser entfalten. Und ich denke, da ist noch Potenzial für einen 4. Teil. Jetzt, wo ich das hier so niedergeschrieben habe, kann ich mich immer noch nicht so richtig entscheiden, was jetzt am besten war. Ich nehme einfach alle 3 in die imaginäre Hall of Fame auf. Was wäre denn bei euch aus Zuschauerperspektive in eben jene Ruhmeshalle gewandert und warum? Ich bin jedenfalls gespannt, was im neuen Jahr so alles auf mich wartet. Wie immer habe ich keine festen Ziele, sondern nur grobe Ideen. Beispielsweise könnte ich mir vorstellen, und das dürfte jetzt alle englisch sprechenden Zuschauer freuen, die relevanten Videos der letzten Zeit auch auf Englisch einzusprechen und dann vermutlich auf einen separaten Kanal hochzuladen, damit es hier nicht zu unübersichtlich wird. Auch würden mich mehr Blicke hinter die Kulissen der Spieleentwicklung interessieren. Ich habe dafür bereits mehrere Stunden mit dem Entwickler von Battle Realms gesprochen und will aus dem Material etwas basteln. Und auch weitere Themen in der Hinsicht interessieren mich persönlich einfach sehr. Quasi die Sendung mit dem Kalimo, nur eben mit Spielebezug. Mal sehen, was da so möglich ist. Aber da ich noch nicht weiß, ob und was ich alles so umsetzen kann und werde, halte ich jetzt lieber den Mund, damit nachher keiner enttäuscht ist, wenn nichts daraus wird. Abseits von YouTube, zumindest ein wenig, wünsche ich mir für mich selbst, dass ich im nächsten Jahr endlich mal wieder mehr Zeit habe, um einfach mal Spiele zu spielen. Ich habe dieses Jahr immer mal wieder versucht, mich schlicht und ergreifend an ein neues Spiel zu wagen, aber nie wirklich die Ruhe gefunden, das auch über längere Zeit zu tun. Das soll bitte besser werden. Dann ist auch wieder mehr Review-artiges möglich. So, nun möchte ich euch auch entlassen in die letzten Tage des Jahrzehnts. Mich noch einmal eindrücklich bei euch für die vielen tollen Kommentare und Reaktionen bedanken und einen guten Rutsch ins Jahr 2020 wünschen. Wir sehen uns.